Gibt es ein Jahr zwischen 1 vor Christus und 1 nach Christus? Dies ist eine uralte Frage oder zumindest eine 2000 Jahre alte Frage. Um sie zu beantworten, müssen wir verstehen, dass die Art und Weise, wie wir die Zeit messen, komplett von Menschen gemacht ist. Es gibt kein universell korrektes System, das in den Kosmos eingebaut ist. Verschiedene Kulturen haben im Laufe der Geschichte unterschiedliche Kalendersysteme verwendet, die auf ihren kulturellen Geschichten, Überzeugungen und Meilensteinen basieren. Der heute vorherrschende Kalender ist der gregorianische Kalender, der von Papst Gregor im Jahr 1582 eingeführt wurde. Dieser hat sich aus dem römischen julianischen Kalender entwickelt, der von Julius Caesar um 46 vor Christus eingeführt wurde. Und jetzt kommt der verrückte Teil. Diese Kalendersysteme hatten kein Konzept für die Zahl 0. Als Papst Gregor im Jahr 1582 den Kalender überarbeitete, behielt er dasselbe Nummerierungssystem bei, ohne dass es zwischen dem Jahr 1 vor Christus und dem Jahr 1 nach Christus eine Jahreszahl 0 gab. Spulen wir zurück ins alte Mesopotamien um 2000 vor Christus, wo die frühesten Zahlensysteme entstanden, die die spätere Kalendermathematik beeinflussten. Die Mesopotamier verwendeten ein System zur Basis 60 und entwickelten ein Platzhalterkonzept für die Null, um die Ziffern zu unterscheiden. Die Null wurde jedoch noch nicht als echte Zahl betrachtet. Spulen wir einige Jahrhunderte vor, bis nach Indien um 500 vor Christus. Hier leisteten die Mathematiker Pionierarbeit für unser modernes Dezimalsystem, einschließlich des Kreissymbols für die mathematische Null, das wir heute verwenden. Diese verblüffende Idee gelangte jedoch lange Zeit nicht nach Europa. Im Jahr 525 nach Christus führte ein Mönch namens Dionysius Exiguus das AD-System für die Nummerierung von Jahren ein. Aber wieder keine Null. Dionysius benutzte AD nicht, um historische Ereignisse zu datieren, sondern nur, um Ostern zu berechnen. Erst in den 700er Jahren machte Bede, einer der größten Gelehrten der angelsächsischen Zeit, das AD-System als Datierungsmethode in seinen historischen Schriften populär. Bede verwendete auch den Ausdruck vor Christus, um die Jahre rückwärts zu nummerieren. Aber das setzte sich damals nicht durch. Ohne die Zahl 0 zählten die Historiker einfach rückwärts, sodass auf 1 vor Christus das 1 nach Christus folgte. Keine Null dazwischen. Machen wir eine Pause, um dies zu erklären. CE steht für Common Era und BCE bedeutet Before Common Era. Dies ist jedoch das gleiche Nummerierungssystem wie AD und BC, nur mit religiös neutraleren Begriffen. AD ist die Abkürzung für Anno Domini, lateinisch im Jahr des Herrn, und bezeichnet das Jahr der Geburt Jesu Christi. Und BC bedeutet vor Christus. Interessanterweise gehen Wissenschaftler davon aus, dass Jesus um 6 bis 4 vor Christus geboren wurde, also ein paar Jahre vor dem Jahr 1 CE. Dionysius lag mit seinen Berechnungen daneben, aber sein Datierungssystem blieb bestehen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wenn Dionysius sein System für die Zeit nach Christi Geburt 500 Jahre nach Christus entwickelt hat, wie um alles in der Welt hat er dann das Jahr der Geburt Jesu geschätzt? Nun, wir haben keine Aufzeichnungen, die seine Methodik zeigen. Er legte es einfach fest. Seine Datierung auf das Jahr 1 nach Christus als Geburtsjahr Jesu war nur eine rückblickende Schätzung. Um 1500 hatten sich die Daten des julianischen Kalenders um 10 Tage von den jahreszeitlichen Tag- und Nachtgleichen verschoben. Als Papst Gregor 1582 den Kalender revidierte, kürzte er den Oktober um 10 Tage und änderte die Schaltjahrregeln, um die Daten wieder anzugleichen. Aber zu diesem Zeitpunkt war die Null in Europa immer noch nicht eingeführt worden. Obwohl das hinduistisch-arabische Zahlensystem im 12. Jahrhundert nach Italien gelangt war, hielt der Kalender an den alten römischen Zahlenkonventionen ohne Null fest. Warum war die Zahl 0 so umstritten? In der antiken westlichen Philosophie galten Zahlen als Repräsentanten der Quantität. Das Konzept des Nichts als Null passte also nicht. Die alten östlichen Philosophien wie der Buddhismus waren jedoch offener für das metaphysische Konzept der Lehre.
Aufgrund des Widerstands der Protestanten wurde der aktualisierte gregorianische Kalender in England und Amerika erst Mitte des 17. Jahrhunderts eingeführt. Die Menschen sahen darin eine Unterwerfung unter die Autorität des Papstes. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es in unserem heutigen bürgerlichen Kalender kein Jahr Null gibt. Der ursprüngliche römische Kalender hatte kein Nullkonzept. Als Dionysius das AD-System entwickelte, folgte er der bestehenden römischen Nummerierung. Auch Bede kannte keine Null, als er dazu beitrug, die Datierung nach AD populär zu machen. Bis 1582 war die Null in Europa zwar bekannt, aber nicht Teil des Kalendersystems. Diese fehlende Jahreszahl Null hat Historikern und Wissenschaftlern Probleme bereitet, wenn sie Zeitlinien zwischen verschiedenen Kulturen und Kalendern vergleichen. Sehen wir uns einige Beispiele an. Baumringdaten. Baumringe liefern uns Daten, die Tausende von Jahren vor dem Zeitalter des Common Era zurückreichen. Die Jahreschronologie der Jahrringe verwendet jedoch ein Jahr Null, während unser Kalender dies nicht tut. Außerdem sind die neuen Wachstumsschichten aufgrund der jahreszeitlichen Unterschiede zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre unterschiedlich ausgerichtet. Die Datierung kann also ziemlich komplex werden. Radiokohlenstoffdatierung. Bei der Radiokohlenstoffdatierung wird die Halbwertszeit von C14-Isotopen verwendet, um das Alter von organischen Artefakten und Überresten zu bestimmen. Aber auch hier verwendet das Standard C14-System einen Jahresnullpunkt für den heutigen Tag, während der gregorianische Kalender dies nicht tut. Daher wird der Querverweis von Radiokohlenstoffaltern mit tatsächlichen Kalenderjahren um den Übergang von BCE zu CE unübersichtlich. Astronomische Zeitrechnung. Astronomen verwenden negative Zahlen und ein Jahr Null, um den Vergleich zwischen den Epochen zu erleichtern. Historische Zeitrechnungen folgen jedoch der gregorianischen Konvention ohne Null. Dies führt zu Problemen, wenn Astronomen versuchen, Aufzeichnungen von Finsternissen, Supernoven und anderen Himmelsereignissen mit dem historischen Kalender abzugleichen. Abgleich von Eiskerndaten mit alten Quellen. Eiskerne aus Grönland und der Antarktis liefern Jahr für Jahr Aufzeichnungen über Staub, atmosphärische Gase und andere Beweise, die auf frühere vulkanische Aktivitäten hinweisen können. Bei diesen Eiskerndaten wird das Jahr mit Null nummeriert. Aufzeichnungen aus antiken griechischen, römischen, chinesischen und mittelalterlichen Quellen, die vulkanische Ereignisse erwähnen, folgen jedoch in der Regel dem gregorianischen Kalender ohne Null. Der Abgleich dieser Quellen erfordert also eine Menge kopfzerbrechender Anpassungen. Und wenn du glaubst, dass die Jahrtausendfeierlichkeiten im Jahr 2000 nach Christus kompliziert waren, bedenke Folgendes. Im jüdischen Kalender war das Jahr 2000 das Jahr 5760. Für den großen Zyklus der Maya war es 5119. Im hinduistischen Kali-Yuga war es 5100. Für die Buddhisten war es das Jahr 2544 und für den islamischen Kalender war es das Jahr 1420, als die westlichen Kulturen ein neues Jahrtausend feierten. Ihr seht also, dass unser System zur Nummerierung von Jahren und zur Definition von Meilensteinen wie Jahrzehnten und Jahrhunderten eigentlich ziemlich subjektiv und ethnozentrisch ist. Das christlich geprägte BCAD-System dominiert die westliche Kultur, ist aber nur eine von vielen menschlichen Möglichkeiten, die Zeit zu konstruieren. Um einige dieser Unklarheiten zu beseitigen, empfehlen moderne Normungsgremien wie die ISO jetzt die Verwendung des astronomischen Systems mit einem Jahr Null, um einen klaren Vergleich zwischen verschiedenen Kalendern zu ermöglichen. In unserer modernen, vernetzten Welt müssen wir uns also der unterschiedlichen kulturellen Sichtweisen auf die Zeit bewusst sein. Der gregorianische Kalender ist zwar der vorherrschende zivile Standard, aber er enthält Eigenheiten wie das fehlende Jahr Null, die mathematisch nicht übereinstimmen. Dies ist einfach ein Artefakt von Meinungsverschiedenheiten und numerischen Konzepten aus vergangenen Jahrhunderten, die sich in unseren Kalenderkonventionen erhalten haben. Das war eine Folge von Wissen and Chill. Ich bin der Konstantin. Und ich bin die Isabel. Bis zum nächsten Mal.